So, dann wollen wir mal den nächsten Kampf starten. Und wir schauen mal, wie das hier wird. 4 Schlachtschiffe müssen wir ausschalten. Das wird den Chinesen so richtig wehtun, wenn wir das schaffen. Und dann mal gucken, wie die Begleitung aussieht. 4 Light Cruiser, ein Heavy Cruiser, 4 Battleships. Dann lesen wir mal hier eine Formation aus. Wem folgst du? Dann machen wir hier eine Kampfformation draus. Hier einer und hier einer. Dann haben wir eine 2 Dreier. Okay. Dann rücken wir dich mal hier ein bisschen kurz auseinander, damit wir euch dann halt du links, du rechts. Und das ist besser. Und dann ist die Frage, wo sind sie? Nordwesten. Nordwesten. Nordosten. Nordwesten. So. Dann müssen wir hier mal kräftig dementsprechend abbiegen. Mal gucken, ob wir die irgendwo entdeckt kriegen. Mal gucken, wo die sind. Eine frische Flotte. Na? Na? Südwesten. Uns haben sie entdeckt. Im Südwesten. So können die uns sehen. Sind wir jetzt an dem vorbeigefahren oder was? Südwesten wäre da lang. Na gut. Aha. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Jetzt kriege ich mal das Monitoring. So. Da muss ich immer nur die eine erstmal. Das muss man ausnehmen. Schauen wir mal. Öffnen wir mal das Feuer und dann gucken wir mal. Das ist natürlich taktisch gerade schon bescheiden, dass wir hier drehen müssen. Aber so ist es leider. Dass sich der Turm da mal eingedreht hat hier. Das Ganze hier ein bisschen vorspulen. Ja, das wäre der erste. Kurz auf Pause gehen. Dann mal unser Feuer auf den zweiten verlagern. Das ist von vorne jetzt nicht so einfach, aber
So, jetzt fahren wir erstmal wieder raus hier. Das ist viel zu nah. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Dann drehen wir mal leicht ein. So. Dann nehmen wir das Ganze hier mal auf 20 runter. Und der Vorteil ist ja die Geschwindigkeit. Die wollen wir ja nutzen. Müssen wir die hier mal ein bisschen kämpfen. Versuchen das Feuer zu konzentrieren, wenn es geht. Sieht ganz gut aus bisher. Scheint keine nennenswerten Schäden. Das kriegen wir hin. China momentan uns auch technisch unterlegen hier. Ja, kanontechnisch jedenfalls und antriebstechnisch. Eine relativ alte Flotte, aber das war ja damals auch so, dass zu dieser Zeit noch relativ schlechte Schiffe benannt hatten. Und so, jetzt können wir das hier ein bisschen enger ziehen. Die Schlachtschiffe fast ohne jeglichen Schutz. Der Kreuzer. Und jetzt können wir anfangen, hier richtig Schäden zu machen. Der eine CA lebt noch, aber den werden wir uns dann auch noch rausholen. Aber das tut gerade so richtig weh hier, was die haben. Wir stehen hier fast ohne Schaden. Das ist natürlich so, was man gerne hätte. Das kann man natürlich dann nur machen, wenn man den Geschwindigkeitsvorteil hat. So. Jetzt wird es langsam richtig eklig. Also 3 Schlachtschiffe hat er verloren. Das ist richtig böse sowas. Vor allem bei den Bauzeiten. Und jetzt geht es auch langsam den CA sogar schon an den Kragen. Wir werden jetzt auch immer näher kommen. Ja. Oh, den hat zum Volltreffer erwischt. Schlachtschiff jetzt alleine für sich. Jetzt glaube ich keine großen Sachen mehr reisen können und ja, also Probleme mit dem Treffen genauso wie wir. Aber die sind jetzt schon eingeschossen. Bei dem tut es jetzt so langsam so richtig weh. Ja, der hat gesessen. Versucht sich jetzt immer noch irgendwie einzudrehen, aber das kriegt er nicht mehr hin. So, unsere Belagerung ist relativ erfolgreich hier verlaufen.
Mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwo ein größeres Gefecht haben. Glaube ich aber eigentlich nicht. Aber das lief hier schon alles ganz gut. Und den Chinesen hat das hier gerade richtig wehgetan. Das eine Schlachtschiff müssen wir noch. Aber das ist jetzt ein einziges. Okay, dann machen wir das noch. Die werde ich jetzt so machen, dass ich denke, das wird jetzt relativ langweilig. Deswegen werde ich da jetzt einen Schnitt machen. Und dann werde ich später wieder aufnehmen, wenn es dann ein paar Neuigkeiten gibt. Ja, und es geht natürlich weiter. Das eine Schlachtschiff haben wir noch weggemacht. Wir sind jetzt einen Monat gesprungen. Meine nächsten Schlachtschiffe, die ich noch im Bau hatte, sind jetzt fertig. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil meine Marineausgaben dementsprechend krass werden. Und Spanien hat uns tatsächlich einen Krieg erklärt, wenn ich das richtig gesehen habe. Alles in einem Monat. Okay. Aber, ja. Die chinesische Flotte. Hier ein bisschen problematisch. Wir müssen auf die Torpedoboote aufpassen. Die können uns so richtig wehtun. Das heißt, ich darf den Fehler nicht nochmal machen, da näher ranzukommen. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt das eine oder andere Schlachtschiff dabei haben werden, was schon angeschlagen ist. Da die ja noch in der Belagerung sind und ich die noch nicht zum Reparieren bringen konnte. Aber schauen wir mal. So, diese Division werden wir jetzt aber als Bildschirm benutzen. Die sehen gut aus. Die sehen auch gut aus. Oh, Gott sei Dank. Ja, Nordost. Das Ganze nach Nordost. Das wäre ja dann da. Na, dann werden wir mal gucken, wie das hier so ausschaut. Wir müssen Munition speichern auf jeden Fall. Ich glaube, die sind noch gar nicht aufgefüllt.Munitionstechnisch. Die waren jetzt ziemlich schon im Einsatz. So, spulen wir mal das Ganze nach vorne. Oder haut die andere Flotte jetzt ab? Ich weiß es nicht. Keine weiteren Meldungen. Nordost. Ja, schauen wir mal. Oh, es geht los, und zwar ziemlich schnell. Wow. Das ging fix. Dann werden wir mal zusehen, dass wir hier ganz schnell wieder rauskommen. Was bist du? Ups, okay. Das ging jetzt aber fix. Die sind hier aus dem Nichts ausgetaucht. Du bist ganz schön schnell hier. Das ist ein Schlachtschiff. Okay. Was bist du? Du bist kein Torpedoboot. Definitiv nicht. Du bist ein Kreuzer. Und du auch. Oh, das ist nicht mal eine Überraschung hier. Ja, ein CL da rausnehmen, ne? Komm. Das war jetzt mal eine lustige Nummer hier. Komm, der fährt doch schon Breitseite. Aggressiv stellen das Ganze. Auch die anderen. Gar nicht anders. Das war ja mal eine Begrüßung, ey.
So viel zum Thema, ich muss den fernbleiben. Das lief ja mal so richtig gut. Ja, da kommen die Torpedos. Super. Genau, das wollte ich eigentlich verhindern. Ich hoffe, der dreht sich jetzt so aus. Ja, aber es sieht danach aus, als könnte er noch ausweichen. Das Feuer umlegen. Die setzt sich gerade an. Ja, dann gerade noch so raus. Und wir haben jetzt so blöd gedreht, dass wir die jetzt als Bildschirm eigentlich verlieren. Ist auch nicht so schlimm. Dann drehen wir hier die Flotte einfach komplett ein. Und nehmen hier schon mal das Schlachtschiff unter Feuer. Während die Division jetzt dann von hinten reinfährt. Und das Ganze, wir haben den Torpedo nicht geschluckt. Das ist gut. Dann werden wir uns jetzt mal hier eindrehen und uns um den CL kümmern. Das Problem ist, dass wir die Torpedoboote nicht sehen, die er angeblich noch mit dabei hat. Hier drehen wir uns auch. Das Ganze werden wir jetzt mal auf 20 Knoten reduzieren, damit die hier besser treffen. Ja. Dann kommt der nächste CL. Und dann nehmen wir doch den erstmal unter Feuer. Besser sein. Spielen das Ganze jetzt mal hier vor. Ein bisschen. Der Steuer war da hinten. Ich sehe die meisten gar nicht. Haben wir kein Licht oder was? Ach, das Licht ans Fahrrad. So ist das, weil man keine Aufklärer hat anscheinend. Und deswegen sehen die uns auch früher. Aber ist mir wurscht. Gehen wir so hin. Na los, kloppt den jetzt weg da. Ist ja nicht. Bin kaputt. Ja, wird daneben geschossen anscheinend. Ja, und unsere Division hat auf dem Torpedoboot zu. Ach, ist das schön. Sofort da raus. Los, dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Das Schlachtschiff geht auch auf Konfrontation hier. Aber da müssen wir weg. Der muss kaputt gemacht werden jetzt hier. Welche Flotte hier abdrehen, ey. So, wir sind jetzt hier hinten. Okay, wir können jetzt ein bisschen nach vorne. Das können wir mal machen, aber das hier, das muss kaputt gemacht werden. Ja, wir sind schon in Top-Reichweite. Und wir müssen unseren Speed jetzt ausspielen. Jetzt richtig ab, das ist gut. Vielleicht
das nächste. So aus der Reichweite ein bisschen raus. Ja, die hat mir sogar auch das Moment definitiv. Es lief so richtig schlecht für mich. Was das anging. Aber das haben wir jetzt hingekriegt. Jetzt bringen wir hier ein. Bisher noch keinen großen Schaden, das ist gut. Blauen Auge davon gekommen, das heißt, wir drehen jetzt Richtung die Torpedoboot ein bisschen. Wie machen wir das Ziel hier ein bisschen unter Beschuss? Und eigentlich ungewollt ein bisschen das. Halt, den gibt's noch. Ja, gut, das kann eigentlich auch die andere Flotte machen. Können den jetzt hier noch ein bisschen unter Beschuss nehmen. So, was wir jetzt ausmachen müssen, ist das Schlachtschiff. Das wird sich jetzt hier verabschieden versuchen zu tun. Und die Flotte kann jetzt hier ganz getrost eindrehen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir den hier wieder gesichtet kriegen hier. So denn. Ja doch, da. Da ist der TA. Und das heißt, das Schlachtschiff ist dort. Wir sind wieder mehr unterwegs, okay. Dann nehmen wir den doch hier gleich mal und drehen doch nochmal ab. Ja, guck mal, so viele Leute. Was hier alles rumrennt. So, dem ist der Turm weggeflogen. Waldfeger. So, wir hängen uns dann dementsprechend die Flotte ran. Versuchen wir mal die Torpedoboote rauszunehmen. Ja. Dass wir hier den CA nicht zerklopft kriegen, das ist schon merkwürdig.
durcheinander hier. Der Wahnsinn. Ja, aber so sieht das aus. Das ist ja ein Hoverboa. Ein Tohuwabohu und Modium und Zeta. Ich denke, das wird jetzt dementsprechend heftig. Die fahren auch gleich auf. Das heißt, alles, was der CA nicht an Schaden kriegt, kriegt das Schlachtschiff oder wie? Ja, damit hätten wir das Schlachtschiff auch rausgenommen. Und jetzt muss der CA halt anschauen. Das ist schon mal nicht. So viel dazu. Ja, diese 4 Schlachten taten der chinesischen Flotte so richtig weh. Die fahren hier auch alles auf irgendwie. Das ist ja der Wahnsinn. Und die nächste Schlacht dann. Gut, dann machen wir einen Cut.